Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Folge machen wir mal weiter mit einem Ausrüstungsgegenstand, der direkt in Afghanistan gefertigt wurde, dort für Bundeswehrsoldaten. Ich habe schon mal über diese Black Ops Afghanistan Plate Carrier ein Video gemacht, spezielleren dort die Amerikaner betreffend und andere Verbündete. Heute mal so ein kleines Special zu der Version, die für eben die Bundeswehr hergestellt wurde. Also jetzt nicht für die gesamte Bundeswehr, aber dort den Soldaten angeboten wurde zum Kauf, weil der kleine und feine Unterschied ist natürlich, dass die Bundeswehr andere Schutzplatten benutzt hat zu der Zeit vor allem, und zwar in dem Bundeswehrschnitt, und die anderen waren halt in der Regel wie hier zu sehen für SAPI-Platten oder ESAPI-Platten, also die amerikanischen Modelle. Gab es aber natürlich dann auch nochmal für die Platten, zum Beispiel bei den Briten, habe ich auch schon mal in dem anderen Video angesprochen. Hier können wir das auch direkt erkennen, dass die Form hier oben natürlich eine ganz andere ist. Die Länge ist eigentlich ziemlich passend so. Also so ein Medium Sapi geht auch hier rein, aber die ist dann hier oben, füllt die dann den Bereich halt nicht so ganz aus. Sieht man natürlich, weil der hier fehlt. Genau, der Aufbau ist auch wie bei diesem Plattenträger fast identisch. Wir haben ein paar kleine, feine Unterschiede, aber es liegt halt natürlich auch daran, dass von Ort zu Ort der Schneider, die Schneiderin, wie auch immer, gewisse Sachen immer noch mal anders machen. Ne? Ich habe das auch schon beim anderen Video erwähnt. Das liegt auch immer ganz daran, was für Material gerade zur Verfügung steht. Und deswegen gibt es die auch mal in sehr coolen Kombinationen mit noch schwarzem Klett und in Tarn oder Beige oder der Umrandung, dass die noch schwarz ist oder eine andere Farbe. Hier ist natürlich ganz schwarz, hier haben wir auch nur eine Farbe. Aber das liegt dann natürlich immer genau daran, was haben die gerade ranbekommen und was konnte gut verarbeitet werden. Hier haben wir auch nochmal, dass die Schulterpolster ein bisschen anders gearbeitet sind bei dem. Und im Vergleich zu diesem hier, das ist ein bisschen gröber, das ist alles sehr eckig. Hier ist nochmal ein bisschen Umrandung gearbeitet worden. Und das sind eben so diese kleinen, feinen Unterschiede, die diese Träger eben so interessant machen. Hier haben wir noch etwas, was ganz anders ist, und zwar, dass hier nochmal so ein kleiner D-Ring auf beiden Seiten angebracht wurde, um nochmal eben was durchzuschlaufen oder was einzuhängen. Das ist natürlich jetzt nicht die übelst geilste Qualität, allgemein das ganze Material, was wir so sehen, was da vernäht wurde, aber musste es auch gar nicht. Wie gesagt, die Westen wurden in den Dörfern, in den Städten angeboten, zum Teil je nachdem, wie die Sicherheitslagen waren. In Kunduz, wo dieser hergestellt wurde, da war es zum Beispiel so, dass es einen Local-Markt gab, der war einmal die Woche oder alle 2 Wochen, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Und da gab es halt den ein oder anderen Laden, wo Elektrozeug verkauft wurde, Souvenirs und aber eben auch Schneider, die taktische Ausrüstung eben hier speziell für die dort residierenden Soldaten angefertigt haben. Unter anderem haben die dann auch so Bauchtaschen gemacht, aus Leder Holster gemacht, dass man eben die P8, die Dienstpistole, ganz normal einfach, wenn man zum Essen geht, mal eben am Gürtel tragen kann und nicht dafür extra das Beinholster oder sowas nehmen muss. Und eben aber auch Plattenträger. Diese Plattenträger sind recht schmal. Man bekommt die dienstlich gelieferte Weichballistik, die auch damals im Lindenhof Taktik Plattenträger drin war, hier auch noch mit rein, muss man so ein bisschen stopfen so, aber die haben vor Ort auch Westen hergestellt für die größeren Schutzwesten, wie zum Beispiel die IDZ-Weste oder die Mela Standard und natürlich die Mela Spezialkräfte-Version. Damals war es natürlich noch so, dass das IDZ-System das eigene PALS-Molle, also diese IDZ-Version davon quasi hat und die Mela Standard und die Mela Spezialkräfte noch über gar nichts von dem verfügten. Und so war es natürlich für die Soldaten interessant, wenn man auf Molle, auf PALS umsteigen wollte, dass man dann eben dort sich nochmal was gekauft hat. Das Gute war auch dabei, dass die Preise natürlich relativ gering waren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, so irgendwas zwischen 15 und 20 Euro wird ein so ein Träger gekostet haben. Und deswegen gab es auch den einen oder anderen, auch bei den Spezialkräften, die dann halt nicht nur einen von diesen Trägern hatten, sondern gleich mehrere und dann sich eben verschiedene Setups zusammengebaut haben, anstatt immer wieder irgendwie was umzurüsten. Im Feldlager gab es dann auch noch eine Version, die noch so einen Kummerbund angenäht hatte. War relativ identisch wie diese Version, nur halt tatsächlich noch mit so einer Frontklappe und einem Kummerbund auf beiden Seiten. Gab es auch den einen oder anderen, der sowas genutzt hat. Speziell dieses Modell
Sehen wir viel beim KSK, da habe ich auch die meisten Referenzbilder zu, auch in Deutschland noch getragen, auf Übungen oder im Einsatz. Da sind die Verwendungen ganz unterschiedlich. So berühmte Bilder, die mir auf jeden Fall direkt einfallen, sind so von der Informations- und Lehrübung von 2008 müsste das gewesen sein. Da sieht man auf jeden Fall einen Soldaten noch so einen Plattenträger tragen. Dann gab es nochmal diese NTV-Doku. Da ist auch bei den Scharfschützen mindestens einer dabei, der die trägt. Ähm, Es gibt noch diese Bilder mit den Krädern in Afghanistan, wo auch wieder einer oder vielleicht auch der gleiche die trägt. Und dann haben wir sogar noch so ein früheres Foto von so einer Buslage, wo tatsächlich auch einer der Kommandosoldaten, währenddessen alle anderen, die Mela-Spezialkräfte tragen, also noch die große Weste, eben mit so einem kleinen Plattenträger hier ankommt. Zum anderen gibt es noch Bilder von Fallschirmjägern im Einsatz, auch im Raum Kunduz. Da verschiedene Jahrgänge, wo dann mal eben auch eine Version oder auf zwei Fotos auch mal ein Modell in ganz schwarz getragen wird. Da ist dann nochmal das Spannende, dass einer der beiden einen IDZ-Unterleibschutz dazu trägt, den er da irgendwie wieder noch mit angebracht hat. Auch eine ganz interessante, spannende Sache. Und ansonsten eben für einen gewissen Zeitraum gerade beim KSK noch länger in Benutzung zu sehen. Da ist natürlich auch die Problematik, ich gehe mal davon aus, dass auch vielleicht der Fallschirmjäger zu der damaligen Zeit noch nicht die Weichballistik hatte und die Bundeswehrplatten eben keine Standalone-Platten sind. Das heißt, ich brauche noch eine Weichballistik dazu, um den vollen Schutz zu haben. Aber natürlich hält die Platte eigentlich an sich auch schon einiges ab. Gerade heutzutage ist sowas natürlich ganz spannend für jemanden, der Ausrüstung sammelt, so wie ich, weil natürlich durch den Fall von Afghanistan man an sowas nicht mehr rankommt und einfach auch keine Truppen mehr da vor Ort sind. Und deswegen ist es immer noch mal ganz cool, oder für mich ganz cool, noch mal so eine Stücke retten zu können, damit man die auch noch der breiten Masse mal zeigen kann, weil sowas ja nicht gang und gäbe ist. So, dann schauen wir uns das gute Stück noch einmal im Detail an. Und zwar, wie schon angemerkt, einfacher Plattenträger mit Vorder- und Rückenteil. Hier haben wir quasi die Gurte, um das Ganze einzustellen. Werden auch nur hier mit Klett einmal festgemacht. Und hier vorne eben die Öffnung für das Platten- bzw. Weichballistikfach. Kann man hier dann auch nochmal so minimal ein bisschen einstellen, je nachdem wie die Höhe so sein soll. Hier oben haben wir natürlich dann so ein bisschen Pals, ganz oben immer noch eine kleine Klettfläche für einen Flaggenplätsch oder sowas. Und dann haben wir hier schon die Schultergurte. Ja, hier diese, wie schon angesprochen, kleinen D-Ringe ist auch nicht immer mit dabei. Können wir hier ganz einfach öffnen. So wird das Ganze dann schon einfach getrennt. Hier können wir dann auch das Schulterpolster bei Bedarf abnehmen. Da gibt es sogar Fotos, wo auch ein KSK-Soldat, meine ich, diese Schulterpolster mit einem moderneren Träger benutzt. Ob das schon der Generation 3 ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, aber ich hoffe, ich kann euch das Bild nochmal einblenden, wenn ich es finde. Genau. Dann haben wir hier die Rückseite, identisch hier auch wieder Klett unten. Hier haben wir noch die Gurte, die sind hier auf beiden Seiten fest vernäht und auch hier wird das einfach nach vorne geöffnet und dann kann die Platte eingesetzt werden. Was auch viele nicht haben, ist nochmal hier so ein Trage- oder Bergegriff, will ich das jetzt, ja, ich habe es nicht ausprobiert mit dem Material, wie gut das alles hält, wenn man hier mal wirklich eine Person drin hat und da mal dran zieht. Aber zumindest kann man das hier schon mal tragen. Genau, gerade eben hier schon mal gezeigt, wie man das Ganze einfach abmacht. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Von innen auf beiden Seiten kein Hexenwerk. Hier ist noch ein ganz bisschen Polsterung mit drin. Und hier können wir es eben sehen. Made in Kunduz, Afghanistan. Juma Khan und Söhne. Ich weiß nicht, ob man die Nummer jetzt noch anrufen kann. Vielleicht will noch einer eine Bestellung aufgeben. Kann man vielleicht mal versuchen. Ja, genau. Das war nämlich eben der Herr, der diesen Shop dort im Feldlager betrieben hat. Ja, also wie ihr schon seht, da ist wirklich nicht viel dran. Hier oben natürlich noch so ein bisschen elastische Bänder, wo man mehr oder weniger noch mal was durchlaufen kann. Aber man konnte vor Ort auch alles noch rein theoretisch modifizieren lassen, so wie man das eben braucht.
Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommentiert auch gerne. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Einsatzerfahrene hier dabei, der sich auch was auf dem Markt gekauft hat. Das würde mich vielleicht auch mal interessieren, was es da für euch gab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.